Wie hat der Schneemann in einem ungleichen Kampf gegen den Menschen gewonnen? Wie hat die Katze das böse Kind zurechtgewiesen? Wie hat sich der Teenager, der die Gans angegriffen hat, selbst bestraft? Antworten auf diese und viele andere Fragen finden Sie in diesem Video. Heute erzähle ich Ihnen von den interessantesten Fällen von sofortigem Karma. Schneerache. Die Heldin dieses Videos stieß auf ein Problem: einen schneereichen Winter und kindliche Freude. Wahrscheinlich hasst sie Spaß und ist Mitglied in einem Kampfclub, deshalb beschloss sie, sich mit dem Schneeriesen mit roher Gewalt auseinanderzusetzen. Mit Tritten versucht die Dame, den Gegner von den Beinen zu holen, was ihr nicht sofort gelingt, aber selbst das ist ihr nicht genug. Wahrscheinlich ist diese Frau nicht mit dem Gesetz vertraut, dass man nicht auf jemanden einschlagen darf, der am Boden liegt, auch wenn der Schneemann ihren Schlägen nicht widersteht. Aber er ist alles andere als zerbrechlich und deshalb gelingt es der Dame nicht, ihn zu zerstören. Dann entscheidet sie, dass es sich lohnt, einfach auf dem schönen Schneekunstwerk herumzuspringen. Aber selbst dann beeilt sich der Schneemann nicht aufzugeben. Er hält bis zum letzten Moment durch. Und als er schließlich zerstört wird, rächt er sich an der Dame für seinen Untergang. Sie rutscht episch aus und fällt zu Boden, wobei sie sich schmerzhaft stößt. Nun hat das Karma der bösen Frau eine Lektion erteilt und der Schneemann ist gerecht. Man sollte nicht so aggressiv sein. In diesem Video versuchte die Menge, ihre Aggression und seelischen Schmerz an einem unschuldigen Tor auszulassen. Nur haben die Leute ein kleines Detail übersehen. Dieses Tor wird denen, die es beschädigen wollen, nicht so einfach verzeihen. Ein Mann stürzt sich mit besonderem Zorn auf das schwere Metalltor und beginnt wütend, es zu schütteln, um sich selbst oder den Umstehenden etwas zu beweisen. Nur wurde ihm in der Kindheit wahrscheinlich nicht beigebracht, dass man mit schweren Spielzeugen vorsichtiger sein muss. Das Tor hält diesem Ansturm nicht stand und beschließt, den Angreifern das zu geben, was sie verdienen. Eine schwere Kugel, die als Verzierung für die Metallbarriere diente, fällt mit einem Klingeln auf den Kopf eines der Angreifer. Das hat einen geradezu magischen Effekt. Alle lassen sofort das unglückliche Tor in Ruhe und jemand hat sogar einen Fußball bekommen. Als Ergebnis des Vorfalls. So verteidigten Karma und die Kugel die Metallabsperrung. Vorsicht! Rutschiger Boden. Hier entschied sich ein Mann, sich in voller Pracht zu zeigen. Er ging durch das Gebäude auf einem ohnehin schon rutschigen Boden, aber er beschloss, die Aufgabe für sich und andere etwas zu erschweren. Ein unordentlicher Mann hinterlässt eine ekelhafte Falle für jemanden, gerät aber selbst hinein und rutscht über den Boden wie ein ungeschickter Eiskunstläufer. Am Ende hat Karma alles an seinen Platz gerückt. Und der Mann, der nicht weiß, was gewöhnliche Verhaltensregeln an öffentlichen Orten sind, wird mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen und dem Boden konfrontiert. Ich hoffe, diese Lebenslektion wird er lange in Erinnerung behalten. Lass mich küssen. Der Held dieses Videos hat irgendwo eine Schlange gefangen und sich nichts Besseres einfallen lassen, als sie zu ärgern. Wie ein kleines Kind begann er, der ohnehin schon wütenden Schlange seine Zunge zu zeigen, was die giftige Bewohnerin noch mehr aus der Fassung brachte. Aber der Mann hörte nicht auf und bot der giftigen Schönheit einen Kuss an, woraufhin die Schlange beschloss, nach seinen Regeln zu spielen. Sie beruhigte sich ein wenig, um sich ihrem Peiniger zu nähern und erfüllte dann seinen Wunsch, indem sie ihm einen unvergesslichen Kuss schenkte. Man sollte niemals die Karma vergessen, denn sie kann ihren sehnlichsten Wunsch erfüllen, was letztendlich nach hinten losgehen kann. Wie in diesem Fall sollte der Mann glücklich bleiben und die Schlange erhielt ihre lang ersehnte Rache. Motorradfahrer. In diesen Aufnahmen ist ein Mann zu sehen, der beschlossen hat, einen Trick auf einem Motorrad zu zeigen. Vielleicht versuchte er seinem Gegner in einem Streit etwas zu beweisen oder glaubte zu sehr an sich selbst. Aber sein eiserner Gaul erwies sich als nicht so gefügig, wie der Mann gehofft hatte. Um sich elegant aus dem Streit zu entfernen, stellte sich der Fahrer auf das Hinterrad und raste los. Nur hat er nicht bedacht, dass ihn früher oder später eine Landung erwartet. Und zwar keine besonders sanfte, denn ein Motorrad verzeiht keine Fehler und unerfahrenen Fahrer und auch das Karma mag keine unhöflichen. So warf der widerspenstige eiserne Mustang seinen Reiter ab, was bei seinen Konkurrenten für Gelächter sorgte. Seien Sie vorsichtig und höflich auf den Straßen und denken Sie daran, nur die Tricks auszuführen, die Sie beherrschen. Halten Sie die Hände am Lenker. In diesem Video können Sie einen Mann sehen, der an einem warmen und sonnigen Tag Fahrrad fuhr. Das Wetter ist wunderbar, die Menschen um ihn herum sind höflich, nur der Fahrer selbst war offensichtlich nicht in Stimmung und versuchte ständig, Fußgänger umzufahren. Eines seiner Opfer filmte das Verhalten des ungeschickten Fahrers mit der Kamera. Sobald er erneut versuchte, jemanden umzufahren, wich sein potenzielles Opfer bis zuletzt nicht zurück. Durch sein Verhalten rief der Filmende den Zorn des Radfahrers hervor, der eine Hand vom Lenker nahm, um mit Gesten alles auszudrücken, was er dachte. Aber er verlor die Kontrolle über die Straße. Sein stählernes Ross war unerbittlich gegenüber solchen Fehlern und befreite sich schnell von dem wütenden Fahrer. Doch der Mann erkannte seine Schuld nicht an und stürzte sich sofort auf denjenigen, der seiner Meinung nach schuldig war. Aber als er keine Angst in den Augen des Opfers sah, zog er sich schnell zurück, stieg auf das Fahrrad und raste in den Sonnenuntergang, wobei er beinahe einen weiteren Pechvogel umfuhr.
Ich habe das Gefühl, heute ein Held zu sein. Das Video wird noch einige Lektionen in Sachen Karma erhalten. Grabe keinem anderen eine Grube. Ein noch sehr kleines Kind, das beschlossen hatte, das Kätzchen zu baden, wurde zur zentralen Figur in dieser Komödie. Der Kleine geht selbstbewusst zum Pool, um dem Flauschigen die ganze Freude des Badens zu zeigen. Er weiß noch nicht, dass Katzen Wasser hassen. Stufe für Stufe und gleich wird das Kätzchen sein Fell nass machen, aber im Wasser ist es nicht er. Das flinke und geschickte Tierchen stößt sich von seinem Schwimmlehrer ab und rennt schnell davon. Aber das ungeschickte Kind landet sofort im Wasser. Karma ließ nicht lange auf sich warten. Wie man sagt, grabe anderen kein Loch, sonst fällst du selbst hinein. Das hat er geschickt eingefädelt. Augenzeugen konnten einen Taxifahrer filmen, der aus eigener Unachtsamkeit in ein fremdes Auto fuhr. Nachdem er den Unfall verursacht hatte, entschied der Pechvogelfahrer, dass Verantwortung nichts für ihn ist. Er beschloss, sich aus dem Staub zu machen. Nur hat der Unfallverursacher eines nicht bedacht. Vor ihm liegt eine Kreuzung und man muss auf das Ampelsignal achten. Sobald der Taxifahrer mit hoher Geschwindigkeit auf die zuvor ruhige Kreuzung fuhr, wurde er sofort von einem anderen Auto gerammt. Hier, so hat ein Fahrer in ein paar Minuten gleich 2 Unfälle verursacht und fast sein Auto zerstört und jetzt wird es ihm definitiv nicht gelingen, vom Unfallort zu fliehen. Karma kann gnadenlos sein gegenüber denen, die sich weigern, Verantwortung zu übernehmen. Hier braucht man nicht einmal Karma. 2 Genies machten sich auf in den Wald, um Abenteuer zu erleben, und glücklicherweise für uns hielten sie ihre Erlebnisse mit der Kamera fest. Zuerst könnten sie denken, was ist schon dabei? Einfach 2 Männer, die Steine auf einen trockenen Ast eines Baumes werfen. Wie man sagt, solange das Kind spielt und nicht weint. Und aus Langeweile machen Männer oft so etwas. Aber schauen Sie genauer hin. An einem der Äste hängt ein Wespennest, auf das diese beiden Genies abzielen. Wahrscheinlich dachten sie, dass der Bienenstock sofort untergehen würde, sobald er das Wasser berührt, zusammen mit seinen Bewohnern. Doch die Situation stellte sich ganz anders dar. Der Bienenstock blieb an der Oberfläche, aber die Wespen zogen in schrecklichem Zorn in den Krieg. Diese schreckliche Tatsache bemerkten die beiden Männer erst, als die wütenden Insekten zur Vergeltung anflogen. Ohne ein paar Dutzend Stiche ging es definitiv nicht ab. Und es brauchte nicht einmal Karma. Die Insekten kamen selbst hervorragend mit denen zurecht, die beschlossen hatten, ihr Zuhause zu zerstören. Gauner, stiehl nicht! Der Held dieses Videos besuchte einen örtlichen Laden und entschied, dass er auch den Einkaufswagen gekauft hatte. Der Dieb versuchte, das Gestohlene in den Kofferraum des Autos zu laden und schnell wegzufahren, aber alles stellte sich als nicht so einfach heraus. Der Einkaufswagen weigerte sich kategorisch, in seinen kleinen Kofferraum zu passen, egal wie sehr der Dieb es versuchte. Und da, es scheint, hat er sein Ziel erreicht. Der Einkaufswagen passte schließlich in sein Auto, aber die Männer hatten ein schlechtes Augenmaß. Als er den Kofferraum schloss, wurde die Heckscheibe von den Rädern des gestohlenen Einkaufswagens eingeschlagen. So bezahlte der Pechdieb für den Versuch des Diebstahls. Jetzt kann selbst dieser Einkaufswagen die Reparatur des Autos nicht wettmachen. Man hätte geduldig sein müssen. Zuerst könnte es Ihnen so vorkommen, als ob der Mann auf diesen Aufnahmen einfach nur das schöne Nachtpanorama bewundert. Aber dem ist nicht so. In Wirklichkeit hatte der Mann nichts Besseres zu tun, als den Fluss als Toilette zu benutzen. Aber Karma verzeiht so etwas nicht. Der Mann versuchte nicht einmal, sich zu verstecken, sondern handelte vor den Augen der Umstehenden, die nicht untätig blieben. Ein aufmerksamer Passant, der offensichtlich gegen solche Handlungen war, stieß den Vandalen ins Wasser. Ich denke, dass dieser Mann diese Lektion lange in Erinnerung behalten wird und nun für solche Bedürfnisse eine Toilette suchen wird. Schließlich hat er gerade in dem Wasser gebadet, das er selbst verschmutzt hat. Wahrscheinlich hatte er Hunger. Ein grüner Papagei, der beschlossen hatte, mit einem Katzenschwanz zu spielen, erhielt eine wertvolle Lebenserfahrung. Der kleine Vogel biss das flauschige Tierchen und das Karma wirkte sofort. Wahrscheinlich dachte die Katze, dass der Vogel schrecklichen Hunger hatte und half ihm, eine Schüssel zu finden, damit der Gefiederte sich richtig stärken konnte. Jetzt wird der Vogel lange in Erinnerung behalten, dass es besser ist, flauschige und große Würmer nicht mit dem Schnabel zu ziehen. Nun, und wenn nicht, kann die Katze dem Wellensittich immer noch eine Lektion erteilen. Noch eine wichtige Lektion in Höflichkeit. Und um die Ernährung des Gefiederten wird er sich angemessen kümmern. Eile mit Weile, sonst lacht man über dich. Noch ein paar ungeschickte Diebe wurden von der Überwachungskamera erfasst. Dieses Duo beschloss, einen Heizkörper aus dem Treppenhaus zu stehlen. Sie taten alles Mögliche, um die Arbeit leise und unauffällig durchzuführen. Der Mann hat den Heizkörper erfolgreich abmontiert. Es blieb nur noch, das Treppenhaus zu verlassen, ohne Lärm zu machen. Hier haben sie sich geirrt. Ein Dieb freute sich so sehr, dass ihr Plan gelungen war, dass er den zweiten zum Ausgang drängte, um den Tatort schnell zu verlassen. Aber mit so einer schweren Last kann man nicht eilen, das kann sehr gefährlich sein. So verlor der zweite Dieb das Gleichgewicht, stürzte auf der Treppe und kam sogar zu schnell herunter. Ob sie es bereuten, dieses Verbrechen begangen zu haben, ist unbekannt, aber ein paar Schürfwunden von diesem Abstieg blieben sicherlich. Und auch ihre Gesichter auf diesem Video. Eigenbeschuss.
Manchmal muss sich das Karma gar nicht einmischen, wie zum Beispiel in diesem Fall. Die Jungs beschlossen, selbst für das Karma zu arbeiten. Sie kamen mit Steinen zu fremden Fenstern, um ihre Rache zu vollziehen. Wofür? Das werden wir nicht erfahren. Vielleicht ging es gar nicht um Rache. Die jungen Leute wollten einfach auf diese Weise ihre Feindseligkeit ausdrücken, aber das Karma ließ sie die Sache nicht zu Ende bringen. Der erste Rächer warf einen Ziegelstein ins Fenster und der Stein hat möglicherweise seine Mission erfolgreich erfüllt. Nachdem er die Arbeit erledigt hatte, beschloss der Typ wegzugehen, aber er wurde von jemandem geschlagen, von dem er es erwartet hatte, am wenigsten. Der Ziegelstein seines Freundes traf auf dem Weg zum Glas auf ein kleines Hindernis in Form des Gesichts des jungen Verbrechers. So bestrafte ein einziger Ziegelstein gleich 2 junge Männer, die beschlossen hatten, nachts Scheiben einzuschlagen. Eine gute Idee. 2 Fliegen mit einer Klappe. Und in diesen Aufnahmen wurde der Held selbst zu seinem eigenen Karma. Ein Mann fuhr ein Auto und trank ein Getränk, höchstwahrscheinlich alkoholisch. Wie wir alle wissen, ist so etwas gesetzlich verboten, aber das ist noch nicht alles. Es stellte sich heraus, dass dieser Fahrer auch ein Fan davon ist, an unzulässigen Orten Müll zu hinterlassen. Nachdem er die Flasche geleert hatte, beschloss unser Genie, sie auf die übliche Weise loszuwerden, indem er sie einfach aus dem Autofenster warf. Aber er berücksichtigte ein kleines Detail nicht. Das Fenster war geschlossen. Und wie sich herausstellte, war die Flasche aus Alkohol um ein Vielfaches stärker als das Autoglas. Die Flasche landete außerhalb des Fensters, der Mann hatte sowohl getrunken als auch den Müll entsorgt. Aber dafür muss er nun mit einer Reparatur des Fensters bezahlen. Hoffentlich ist das eine so wirkungsvolle Lektion. Der Mann wird sich das ein Leben lang merken und in Zukunft an dafür vorgesehenen Orten trinken und Müll entsorgen. Quälen Sie keine Tiere. Das Mädchen hatte einen Konflikt mit ihrer Mutter. Die Worte des Erwachsenen verärgerten das Kind. Und dann beschloss das Mädchen, sich an jemandem zu rächen, der kleiner ist als sie. Ein süßes Kätzchen lag im Gras und wärmte sich, indem es sein Gesicht der Sommersonne entgegenstreckte. Aber das Kind war offensichtlich nicht damit einverstanden, dass das flauschige Tier das Leben genießt, während sie leidet. Das Mädchen entschied, dass es Zeit für das Kätzchen war zu gehen und deutete ihm dies mit einem Tritt an. Aber der kleine rote Flauschball verzeiht so etwas nicht. Die Katze begann sofort, ihre Ehre und ihren Platz in der Sonne zu verteidigen. Sie sprang auf und wollte das unverschämte Mädchen erschrecken, und das funktionierte. Auch wenn Rijik seine Krallen nicht einsetzte, brachte er das Kind allein durch seine Bewegungen dazu, wegzulaufen, ohne auf die Straße zu achten. Deshalb purzelte das kleine Mädchen und landete nicht auf den Pfoten, wie es Katzen tun. Das Karma stellte schnell alles an seinen Platz und bestrafte die kleine Randaliererin. Und wer ist jetzt die Beute? Stellen Sie sich nur ein wunderbares Sommerpicknick vor. Entspannung, Grill, Schaschlik, Natur und Wärme sind wunderbare Bestandteile jedes Urlaubs. Aber dann sah der Mann ein kleines Ferkel, das in der Gegend umherstreifte, auf der Suche nach etwas Leckerem. In unserem Helden erwachten die uralten Wurzeln des Jägers, und er beschloss, das Tier vorsichtig zu fangen. Unter dem Vorwand, dass er nur den Stuhl umstellen möchte, nähert sich der Mann dem Ferkel, während es ihn noch nicht bemerkt, und greift es dann dreist und versucht, es mitzunehmen. Nur hat unser Pechjäger etwas nicht bedacht. Wenn dieses Ferkel noch klein ist, dann streift sicherlich irgendwo in der Nähe seine riesige Mutter umher, deren Zorn man besser nicht wecken sollte. Kaum hatte das Ferkel einen Hilfeschrei ausgestoßen, erschien seine Mutter sofort auf den Ruf. Schnell den Angreifer ihres Kindes ausfindig machend, erklärt die wütende Mutter die Jagd auf ihn und versucht, den Mann zu beißen. So wurde unser Held wegen einer missglückten Jagd. Im Video wäre er fast ohne Hosen geblieben und hätte sogar von den Schlägen des wütenden Schweinchens verletzt werden können. Erfahrener Fahrer. Meistens trifft das Karma genau diejenigen, die unachtsam fahren. So hat auch der Held dieses Videos wegen seiner eigenen Dummheit gelitten. Zuerst scheint alles normal zu sein, eine gewöhnliche Situation auf der Straße, ein paar Autos, die Passagiere irgendwo hinbringen. Aber wenn man genauer hinsieht, kann man bemerken, dass 2 Autos verdächtig nah beieinander fahren. Sobald die benachbarte Spur frei wird, entscheidet sich der Fahrer, der hinten fuhr, die Spur zu wechseln und weiterzufahren. Denn genau so würden die meisten von uns entscheiden. Aber nein. Der Fahrer wechselt die Spur und entscheidet sich sofort, das Auto, das zuvor vor ihm fuhr, zu schneiden. Aber Karma verzeiht so etwas nicht. Sobald der Fahrer das gefährliche Manöver abschließt, gerät er sofort ins Schleudern und prallt gegen die Absperrung auf der benachbarten Spur. So hat sich der Versuch, jemandem etwas zu beweisen, gegen den unglücklichen Rennfahrer gewendet. Er hat es übertrieben. In diesen Aufnahmen können Sie sehen, was passiert, wenn Sie versuchen, ein Tier zu täuschen. Ein Mann, der in seinem Hof umherging, bemerkte eine Katze, die friedlich auf dem Trampolin saß. Natürlich reifte in unserem Helden sofort ein schlauer Plan, wie er die Katze zum Springen und Nervöswerden bringen könnte. Der Mann umgeht vorsichtig das flauschige Tier und stellt sicher, dass er außerhalb des Sichtfelds des Haustiers bleibt. Aber die Katze lässt sich nicht so leicht täuschen. Sie hat bereits etwas Verdacht geschöpft wegen des seltsamen Verhaltens ihres Besitzers. Um sich nicht die Schuhe auszuziehen, beschließt der Mann, mit seinem ganzen Körper auf das Trampolin zu springen.
Aber die Katze schafft es zu entkommen, bevor der Mann auf der Gummifläche landet. Doch auch das Karma ließ den Besitzer nicht ungeschoren davonkommen. Es stellte sich heraus, dass auf dem Trampolin Wasser war, das die gesamte Kleidung des Spaßvogels durchnässte. Die Katze blieb unversehrt. Ohne wirklich zu verstehen, was es bedeutet, auf einem Trampolin zu springen, musste der Mann sich umziehen. Vielleicht war das der Plan des kleinen Fellknäuels. Die Rache der Gänse. Viele von uns wissen aus Erfahrung, dass man Gänse auf keinen Fall ärgern sollte. Denn diese gefiederten Tiere rächen sich auf die grausamste Weise, und das nicht ohne ein paar Bisse. Man kann ihnen nicht entkommen. Aber es stellte sich heraus, dass nicht nur ihr Schnabel die Gänse schützt, sondern auch das Karma. Zwei junge Männer fuhren mit dem Fahrrad irgendwohin in eine strahlende Zukunft. Doch auf dem Weg eines von ihnen stand der Feind seiner Kindheit: die Gänse. Der Gefiederte zeigte keine Aggression, aber der Radfahrer beschloss, sich für all die Jahre zu rächen, des Leidens und der Angst. Der Junge bremste ab und versuchte, den gutmütigen Vogel mit dem Rad zu treffen, doch er selbst erlitt Schaden. Weit wird man auf solch einem eisernen Ross jetzt nicht mehr kommen, und er muss sich noch mit der wütenden Gans auseinandersetzen. Also wird unser Pechvogel-Radfahrer nicht nur eine Lektion von Karma erhalten, sondern auch von dem beleidigten Gefiederten. Fazit: Sofortiges Karma ist eine Erinnerung daran, dass wir alle verbunden sind. Jede unserer Handlungen, unabhängig von ihrem Ausmaß, erzeugt Konsequenzen, die unweigerlich zu uns zurückkehren. Alle Fälle im Video sollen Sie an die Wichtigkeit der Verantwortung in jedem Moment des Lebens erinnern. Denken Sie daran, dass das Gute, das Sie tun, Freude in Ihr Leben bringen wird. Schlechte Taten hingegen werden für Sie die schlimmsten Konsequenzen haben. Danke, dass Sie das Video bis zum Ende angesehen haben. Bis bald.